Um jetzt zur Vorstellung zu kommen. Ich habe heute die Ehre, Christine Büttner dabei zu haben, die Mutter von dem Musikproduzenten The Fat Rat, den ich euch ja schon bei den letzten 2 Videos hier im Neurotalk vorgestellt hatte, der mittlerweile 27 Milliarden Aufrufe bei YouTube hat. Da kann ich noch längst nicht mitreden. Und mich hat es, als ich dann Christine kennenlernte, hat es mich sehr interessiert, wie ist denn so ein Mensch aufgewachsen, der jetzt so erfolgreich ist als Musikproduzent? Aber als ich so gedacht habe, worüber wir uns alles unterhalten können, habe ich gedacht, vielleicht starten wir erstmal mit dem, bevor Christian überhaupt auf die Welt gekommen ist. Wie bist du zu dem gekommen, was du dann gemacht hast, nämlich Musiklehrerin und vor allem auch Gründerin einer, und nicht nur einer, Musikschule in Göttingen? Also fangen wir einfach mal ganz vorne an. Was hast du studiert? Ja. Hast du Musik studiert? Nein. Ich habe Physik studiert, weil es mich interessiert hat. Mich hat hauptsächlich die philosophische Seite an der Physik studiert, weil man immer sagt, die Physik hat das philosophische Weltbild verändert und das wollte ich wissen. Das hat mich interessiert und deswegen habe ich Physik studiert. Und dann kam ich halt in das Studium und dann musste ich nach dem 2. Semester ein Praktikum machen. Und das war damals, weil ich in Ottobrunn bei München gewohnt habe, das war das sinnvollerweise bei MBB, Messerschmitt Bölkow Blohm. Und die haben auch Waffen entwickelt und Raketen und so. Und ich musste dann irgendwelche komischen Sensoren kalibrieren und nur an Geräten. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und da wusste ich, dass das nicht mein Ding ist. Dann bin ich nach Hause Aber gegangen. du hast ja weiter Physik studiert, ja, oder? Aber das war damals so, das war 71, 72. Und das war damals so, als ich dann zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, weißt du, das mit der Physik, ich glaube, das ist doch nichts für mich. Nach dem 2. Semester wäre ja noch Zeit gewesen, umzuswitchen. Und da hat er gesagt, ach Kind, mach erst mal fertig und dann siehst du schon weiter. Und naja, ich natürlich brav, habe das dann weitergemacht, war auch ganz gut immer in der Physik. Und dann habe ich Vordiplom gemacht an der TU in München. Wann hast du studiert? Weil ich meine, du bist ja jetzt schon ein bisschen älter als ich und damals Frauen studieren und dann noch Physik, das ist doch, wie viele, ich habe ja auch Physik studiert, aber wie viele andere Frauen waren da überhaupt in deinem Studiengang? Wenig. Vor allen Dingen die ersten Semester waren exakt dieselben wie mit den Mathematikern, also wie bei den Mathematikern. Wir saßen mit den Mathematikern zusammen im Hörsaal und haben also die ersten 2 Semester nur reine Mathematik gemacht, was mir immer Spaß gemacht hat. Also ich habe es immer gern gemacht und war da auch ganz gut. Nur ich wollte dann die menschliche Seite an der Physik irgendwie kennenlernen und wollte auch was mit Menschen machen. Dann bin ich nach Göttingen gegangen und dann habe ich eine Diplomarbeit gesucht und dann dachte ich, die medizinische Physik ist was für mich. Und dann habe ich die Diplomarbeit gemacht im Institut für medizinische Physik, aber ich hatte auch nicht mit Menschen zu tun. Also da kriegt man irgendwelche Menschen vorgefahren, die bereit sind zum Röntgen oder für irgendwelche Untersuchungen. Kennengelernt, übrigens in der physischen Elektrodynamik. Und dein Mann ist auch Physiker? Der hat Physik und Chemie studiert. Der hat aber das nur studiert, weil er das Wissen haben wollte für seine eigenen privaten Forschungen. Und er wollte nie Lehrer werden. Er wollte immer seine privaten Studien machen. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann habe ich 2 Söhne gekriegt, eben Christian und seinen jüngeren Bruder Michael. Und dann ist es mein Studium im Sande verlaufen. Im Sande verlaufen. Ja, genau. Und dann hat dein Mann Geld verdient und du konntest zu Hause bleiben? Nein. Der hat nie Geld verdient. Und ich habe immer geguckt, dass ich unsere Familie irgendwie über Wasser hielt. Wow. Aber du warst Alleinverdienerin dann? Na, also nicht allein, ja, aber Hauptverdienerin. Ja, genau. Hauptverdienerin. Ja. Und dein Mann hat zu Hause in seinem Labor geforscht, oder? Genau, ja. Und ich habe dann natürlich auch das gemacht, was mir Spaß machte. Und mir hat Musik immer Spaß gemacht. Also ich habe mit 5 Jahren Blockflöte gelernt, mit 8 Jahren Klavier, mit 12 Jahren Cello. Und dann nebenbei musste ich noch Akkordeon lernen und später als Erwachsene noch Klarinette. Ja. Und
Also so kommt es, dass ich bis heute ein Salonorchester habe, ein kleines, in dem ich meistens Klarinette spiele, aber ich kann auch Cello spielen. Ich habe auch mal ein paar Jahre einen Kontrabass gespielt, den musste ich mir aber als Cello umstimmen, weil das konnte ich dann besser. Und also meistens Klarinette, aber ich kann auch Klavier spielen, wenn Not am Fragen Mann wir ist. besser, welches Instrument kannst du nicht spielen? Also wirklich viele, viele. Geige, Trompete. Gut. Dann ergab es sich so, dass wir ein Straßenfest machen wollten in der Göttinger Straße, wo ich Da, wo gewohnt du habe. mit deinem Mann und den Söhnen gewohnt Genau, hast. ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ich übe mit Kindern was Musikalisches ein. Dann bin ich durch die Straße gegangen und damals, da war Michael gerade geboren. Das war 1983. Michael ist der jüngere oder ältere Bruder von Christian Büttner? Der jüngere. Der jüngere von The Fat Red. Ja, genau. Also es war 1983. Ist er als Christian? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und dann bin ich so durch die Straße gegangen und habe die Kinder, und ich hatte eben nur 11 Kinder zusammen. Ja, ich spiele Flöte, ich auch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kommt er dann und dann, nächsten Samstag um 11 Uhr. Und dann üben wir was ein. Für das Straßenfest. Genau. Ja. Und dann kam die, und ich hatte so schön ein Straßenfestlied komponiert und gesetzt als dreistimmigen Satz. 2 Sopranstimmen, eine Altstimme. Und dann, ich wollte Akkordeon dazu spielen und das trägt natürlich sehr, das Akkordeon. Also da ist dann gar nicht mehr so wichtig, was die Flöten da spielen. Ja. Und die Kinder kamen dann, 11 Kinder mit einem Schlag und die konnten nichts. Also fast alle konnten gar nichts. Also die haben gesagt, sie könnten spielen, aber eigentlich konnten sie die Flöte so gerade in der Hand halten. Genau, und sie hatten eine Flöte zu Hause und wenn sie reinpusteten, da kam auch irgendein Ton und das bedeutete, sie können spielen. Ja. Also in Kindersprache ist es so. Die meinen, sie können spielen. Das war ja eine riesen Herausforderung. Und wie viel Zeit hattest du, um da dieses Stück einzuspielen? 2-3 Wochen. Und das war aber kein Problem. Da war gerade mein Neffe zu Besuch und ich hatte 13 Strophen für ein Straßenfestlied und das Straßenfestlied war nur 3 Zeilen lang. Und dann habe ich gesagt, Benni, weißt du was, du singst jetzt die Strophen und ihr Kinder, ihr macht mir die Griffe nach. Und dann haben sie erstmal probiert, ob sie die Griffe überhaupt kriegten. Und dann, ja, nach einmal durchsingen, 13 Mal dasselbe, dann kamen dann schon ein paar richtige Töne. Und dann nochmal dasselbe Lied. Dann waren die Töne schon besser. Und dann haben wir das beim dann eine Woche später haben wir nochmal geprobt. Und so, und beim Straßenfest dann haben die das tatsächlich einigermaßen gekonnt. Und ich muss sagen, es gab ein Kind, das konnte einigermaßen spielen, das konnte auch Noten lesen. Und ein Kind gab es, das konnte sogar F-Alt-Flöte spielen. Das heißt, die haben den Satz dreistimmigen. Flöte? F-Alt. F-Alt. Die ist so ein bisschen größer als die Sopran. Ah, okay. Und spielt in einer tieferen Tonlage. Ja. Und ja, also so haben die Kinder unter sich diesen von mir gemachten dreistimmigen Satz gespielt und ich mit dem Akkordeon dazu und die Eltern waren restlos begeistert. Und dann kamen sie zu mir und haben gesagt, pass mal auf, vor 3 Wochen konnten unsere Kinder noch gar nichts, jetzt spielen sie dieses tolle Stück. Kannst du bitte unsere Kinder unterrichten? Musiklehrerin zu werden? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe das doch nicht studiert. Ich habe Physik studiert. Genau. Ich kann das doch gar nicht. Und die haben mich also tatsächlich so lange überredet, bis ich anfing, die Kinder zu unterrichten. Also eigentlich kam dir deine Aufgabe zugeflogen. Ja, genau. Dein Talent hat es gezeigt und hat seine Aufgabe herangezogen. Genau. Und zwar das gemacht habe, was ich wahnsinnig gern mache. Ja. Nämlich mit Kindern zusammen sein und Musik machen. Und das zusammen, das hat so viel bewirkt, dass die mich dazu überredet haben, die Kinder zu unterrichten. Das hat Christian ja in unserem letzten Interview auch gesagt, dass eins der wichtigsten Dinge für Erfolg ist, dass du Leidenschaft für deine Beruflichkeit empfindest. Und dann kannst du Erfolg haben, selbst wenn der Markt ist eigentlich, wenn da gar keine Marktlücke ist eigentlich. Ja.
Aber wenn du wirklich mit voller Leidenschaft dabei bist, dann kannst du wirklich Erfolg haben. Das hat Christian beim letzten Interview gesagt. Ja. Und ich hatte schon immer einen sehr guten Draht zu Kindern. Ich habe als Schülerin noch, habe ich Mathe-Nachhilfe gegeben. Und meine Kinder wurden alle gut. Und ich konnte mich auf jedes Kind einstellen. Bei dem einen wusste ich, die können sehr gut auswendig lernen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, hier, auswendig lernen, gegeben das, gesucht das, dann mach so. Gegeben das, gesucht das, dann mach so. Und dann habe ich also ein Schema gemacht. Beim anderen Kind wusste ich, das ist fähig zu verstehen, aber dem muss ich es eben richtig kindgemäß erklären. Und das wurde auch gut. Also alle Kinder sind bei mir wirklich richtig gut geworden. Das Schlechteste. Du hattest einfach eine Gabe zu sehen, was brauchen die Kinder, wer braucht, weil die haben ja auch, ich war ja auch Lehrerin dann, jedes Kind hat ja seine ganz andere Art und Weise, Dinge zu lernen. Die anderen eher bildhaftes Gedächtnis, die anderen müssen was Pragmatisches dabei machen und so. Mhm. Und du hast Physik studiert und dein Mann auch. Das ist ja auch schon, sage ich mal, etwas sehr Nerdiges. Niemand Normales studiert eigentlich freiwillig Physik. Also alle, die bei mir im Studiengang waren auch so ein bisschen wie wir. Ja. Und ist dein Mann als Physiker, wie war der so? Was ist das? Ich kann mir das so gerade schwer vorstellen. Oh, ja, vor allem mit 2 Kindern hast du da und dann noch später so viel Musikschulen, also wie? Es war nicht leicht. Ja. Aber es hat mich gepackt und ich habe mich packen lassen. Und egal wie schwer die Herausforderung war, du hast sie angenommen. Sozusagen. Genau. Ja. Wow. Und ich sehe das ganze Leben so als eine Summe von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Problemen, vor die wir gestellt werden. Ja. Und bei jedem Problem, das es gibt, existiert auch eine Lösung. Nur das ist meine Aufgabe, diese Lösung zu finden. Ja. Und so bin ich immer an die Sachen rangegangen. Und ich habe nie gesagt, ich will jetzt unbedingt 6 Musikschulen haben, sondern ich wusste nur, wenn Bedarf ist, öffne ich den. Ja. Ja, und dann war der Bedarf da. Und dann kamen von mir ganz viele Kinder von Anna Flötenlehrer. Ich wollte nie jemandem die Kinder abwerben. Nur wenn die so einen blöden Unterricht machen, dass die Kinder keinen Spaß haben, dann das ist normal, dass sie sich für einen anderen Lehrer entscheiden. Klar. Und da habe ich gemerkt, das heißt, das habe ich auch bei meinen eigenen Kindern gemerkt, dass in der traditionellen Musikpädagogik ein ganz großes Manko ist. Also dass die total auf einem falschen Weg sind. Und was würdest du sagen, also wenn jetzt hier vielleicht auch Mütter zuschauen, die ihre Kinder jetzt die Musik näher bringen wollen, was würdest du da raten? Oder auch Musiklehrerinnen, vielleicht sind die auch dabei. Es ist so, ich hab ja nach Gehör erstmal unterrichtet. Diese 11 Kinder, von denen 9 gar nichts konnten und 2 ein bisschen was, die habe ich erstmal rein nach Gehör unterrichtet. Und die konnten natürlich das Lied, wenn sie dann von meinem Neffen das 26 Mal gehört haben, die Melodie und mit anderen Strophen immer, und die konnten das natürlich dann auch auswählen. Und deswegen kam mir, also eigentlich muss man Musik hörend lernen. War nicht gebunden an diese Pünktchen, ich meine die Noten, sodass ich denke, nur wenn ich Pünktchen vor mir habe, kriege ich einen Ton raus. Das ist Quatsch, völliger Quatsch. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, ein kleines Büchlein, da sind nur meine ersten Erfahrungsberichte drin. Das heißt, Musik ist Liebe. Musik ist Liebe. Oh. Das ist auch immer noch auf dem Markt. Das war die allerersten Jahre. Das war, glaube ich, also es ist schon über 30 Jahre auf dem Markt. Wow. Ja. Und das wurde dann im AMA Verlag in Brühl, wurde das verlegt, dieses Buch. Und dann kriegte ich plötzlich mal einen Anruf. Ja, hier ist Professor so und so aus Köln. Spreche ich mit Christine Büttner? Sage ich ja. Haben Sie das Buch geschrieben? Musik ist Liebe? Sage ich ja. Ach, dann spreche ich mit der Christine Büttner? Sage ich ja. Ja, sagen Sie, dieses Buch.
er war Klavierprofessor, Professor für Klavier Ja. an der Musikhochschule in Köln. Ja. Und wissen Sie, ich möchte Sie gerne einladen. Ich habe so viel gelernt aus dem Buch. Aus meinem Buch, der unterrichtet Klavierlehrer. Und dann er hat mir dann nachher in einem langen Gespräch, ich habe ihn besucht, mit Kindern zusammen. Wir haben dort vorgespielt. Mit deinen Kindern, meinst du? Nicht mit meinen eigenen, sondern mit meinen Schülern. Ach, mit den Also, Schülern habe ich und immer- Schülerinnen. Cool. Habe ich immer, dazu sage ich immer meine Kinder. Ja. Und dann kam ich natürlich mit ihm und dann mit der dortigen Musikschulleiterin in lange Gespräche. Und dann hat er gesagt, das Wichtigste für ihn war, dass er aus seinem Wortschatz oder Satzschatz gestrichen hat. Er muss doch. Mhm. Nein, man muss gar nichts. Ja. Man kann wirklich Hochbegabungen haben. Also so wie zum Beispiel mein eigener Bruder, der war auch hochbegabt. Der konnte sich ans Klavier setzen, konnte einen halben Tag lang spielen, auch den ganzen Tag, ohne eine Note. Meine Mutter übrigens auch. Meine Mutter, der haben wir zum 90. Geburtstag ihr größten Wunsch erfüllt. Für ihr Altenheim haben wir ihr ein E-Piano geschenkt. Die konnte keine Note, die konnte noch nicht mal die Tasten benennen. Aber sie hat sich hingesetzt, hat ihre geliebten Kirchenlieder alle gespielt, die ja total schwer zu harmonisieren sind. Aber das kriegte sie alles hin. Sie konnte keine Note und konnte nicht die Tasten benennen. Und als ich gesagt habe, mach dann nochmal die Stelle in F-Dur, ich wollte das dann mitschreiben, was sie da gespielt hat. Keine Ahnung. Wo ist das Wo ist F-Dur? Ja. Wow. Und mein Bruder war eben auch so. Und also das sind alles Geschichten, die in diesem Buch Musik ist Liebe drinstehen. Aber da ist mir klar geworden, meine Mutter hat ein zweites Mal geheiratet nach dem Tod von meinem Vater. Und das war so eine ganz, ganz gebildete Familie. Und die kamen dann zum Geburtstag von meinem Stiefvater, runder Geburtstag. Und dann kamen sie und dann hat eine Verwandte eine Bach-Arie gesungen und einer hat Klavier gespielt und einer hat Geige gespielt. Und so war halt die ganzen musikalischen Beiträge zu diesem Geburtstag, also auf diesem Niveau und auch natürlich Blockflötenquartett und sowas alles. War ganz toll, wunderschön. Und es war ein strahlend schöner Tag, so wie heute. Und dann sagte mein Bruder Fritz, so und jetzt bringt mal das Klavier nach draußen. Jetzt machen wir mal draußen weiter. Und dann setzte er sich ans Klavier und dann ging es los und dann hat er da gespielt und improvisiert. Und dann hat irgendjemand gesagt, kannst du auch für Elise? Ich sagte, ja. Als was willst du das hören? Als Boogie oder als Ragtime? Als Mugi oder als Ragtime? Und dann hat er sich hingesetzt und hat er für Elise runtergefetzt. Also, aber so richtig, so fesch oder wie? Ja. Und dann, weißt du, der hat 3 Klavierlehrer geliefert, geschreddert. Die wurden nicht mit ihm fertig. Weil, die haben ihn aufgegeben. Ja, die haben ihn als völlig unmusikalisch entlassen. Wow. Und da, weißt du, das sind alles so Sachen, wo ich gemerkt habe, in der traditionellen Pädagogik, da liegt so viel im Argen. Und unsere Musikschule, Musikus mit 2S, e.V. Musikus. Ja, genau. Und da steht als erstes, als oberstes, wir wollen die Freude an der Musik erhalten und weitergeben. Vermehren. Ja. Und zwar auf der Basis, auf der jeder Einzelne individuell ist. Also selbst mein Bruder, der also wirklich 3 Klavierlehrer verbraten hat, selbst der hätte dort von einem geeigneten Pädagogen, die wir jetzt haben, Gott sei Dank, eine Menge lernen können. Weil dem hat niemand beigebracht, wie improvisiere ich ein Boogie. Das hat er sich alles selbst beigebracht. Und wie sind das normale, also die normal ein Instrument studiert haben und sich dann bewerben oder machen die bei dir noch eine extra Ausbildung? Nee. Das sind schon die ein Instrument studiert haben und es gibt auch sehr hervorragende Hobby. Die sind besonders in dem Bereich, zum Beispiel Gitarre, Schlagzeug, und die können zum Teil
ganz, ganz hervorragend sein. Also Ja. gerade Gitarre, E-Gitarre, das ist Enderfahrung und nicht ein Studium. Ja. Aber wir haben auch, eben zum Beispiel hatten wir einen tollen Boogie-Pianisten, der hat dann uns verlassen, weil er eine Stelle an der Schule gekriegt hat. Die ist natürlich viel sicherer als an der Musikschule. Wieder Freiheit gegen Sicherheit. Ja. Und jetzt haben wir aber wieder einen, der kann hervorragend Jazz-Improvisation unterrichten. Freiheit gegen Sicherheit, darüber hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, was wir dann nächste Woche vorstellen. Also nicht jetzt, Moment, heute haben wir Samstag, jetzt am Dienstag. Heute ist schon Sonntag, okay. Jetzt am Dienstag habe ich noch einen Live-Call mit jemand anders, aber danach die Woche könnt ihr dann nochmal eine Vorstellung aus ihrem Buch hören. Also schaltet euch dann gerne wieder ein und nicht vergessen, hier den Kanal zu abonnieren. Und erzähl mal so mit Christian und wie heißt der Bruder von Christian? Michael. Michael. Wie sind die beiden denn aufgewachsen? Also kann man sich das als normales Familienleben vorstellen? Oder? Ja, ich weiß ja nicht, was ein normales Familienleben ist. Ich glaube, für jeden ist das Leben, was er lebt, normal. Also bei uns war es in der Form normal, dass es immer gemeinsames Essen gab. Wir haben immer gemeinsam gefrühstückt, jeden Morgen, jeden Mittag gemeinsam Mittag gegessen und jeden Abend gemeinsam Abend gegessen. Also das war eine Struktur in unserem Familienleben, die war einfach da und das war mir auch wichtig, die wollte ich beibehalten und habe sie auch beibehalten. Ja. Und es hat mich viel Kraft gekostet, weil ich ja voll berufstätig war. Nachmittags gab es Unterricht und die Kinder, also zuerst habe ich in unserem Wohnzimmer unterrichtet und die Kinder waren dabei beim Unterricht. Also dann kann man sagen, Christian ist in einer Musikschule groß geworden. Ja. Hat sozusagen in der Musikschule gelebt mit. Ja, sowieso. Wow. Und selbst wenn er in einem anderen Zimmer war, dann hat er um sich herum alles gehört. Wow. Also ja, da ist er groß geworden. Und als Christian ganz klein war, als Michael noch nicht auf der Welt war, also die ersten Lebensjahre, da hatte ich ihn abends immer auf dem Schoß und dann habe ich am Klavier und dann habe ich auf dem Klavier Gute-Nacht-Lieder gespielt. Ja. Und er hat da mit drauf gepatscht. Und ich war, ganz am Anfang war ich versucht zu sagen, ach komm, lass das rumpatschen. Und dann dachte ich, bist du verrückt? Für wen machst du es denn? Du machst es doch für ihn. Und dann habe ich ihn patschen lassen. Und ich spielte dann Guten Abend, Gute Nacht und die Blüten lassen sich schlafen und was weiß ich alles. Weißt du, wie viele Sterne stehen und so. Und dann merkte ich, dass sein Patschen doch diffiziler wurde. Aber ganz klein war er da. Und dass das überging in eine schöne Oberstimme. Also er hat dann schon gehört, was passt dazu. Und dann gingen seine kleinen Fingerchen schon so, dass er eine eigene Stimme dazu erfunden hat. Wie süß. Ja. Und wie alt war er da? 1, 2 Jahre. Krass. Auch 3 natürlich. Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, dass er solche, was war das, so ein Gaming-Event oder so mit 15.000 Leuten in einer Riesenhalle, füllt er diese Halle mit seiner Musik und macht ja auch viel so für Gaming, für so Computerspiele die Musik und dass das so angefangen hat, das ist schon spannend zu erfahren. Ja. Solche Geschichten von solchen bekannten Musikproduzenten erfährt man ja auch selten. Ja, genau. Wow. Und dann war es so, und hat er dann auch, Piano hat er dann gelernt später? Ja. Genau. War das sein erstes Instrument? Ja. Und er war leider zuerst bei zuallererst, da gab es den Musikus noch gar nicht, die Musikschule. Ja. Du hast, 83 wurdest du Musiklehrerin, aber erst 1990 oder so hast du Musikus gegründet. Genau. Und dann hast du in anderen Musikschulen unterrichtet? Ja, oder? ja. Ah. Und eine Musikschule, in der ich da auch unterrichtet habe, da bin ich auch hingegangen. Ich habe ja nicht Musik studiert, aber vielleicht kann ich doch, sagt die Leiterin, manchmal sind jahrelange Erfahrungen viel besser als ein Studium, kommen Sie mal her. Und diese Musikschule musste dann schließen, weil die Zuschüsse gestrichen wurden. Und da habe ich mir gedacht, hoppla, meine Arbeit hängt ja doch nicht von Zuschüssen ab. Ich habe Gruppen unterrichtet. Und haben die alle persönlich bezahlt? Oder wie? Nee, nur meine Arbeit, die haben alle an die Musikschule bezahlt, aber meine Arbeit hat
Geld in die Kasse der Musikschule gespielt. Genau, aber es gab keine Zuschüsse, also die Eltern haben selber für ihre Kinder bezahlt. Ja, genau. Ja. Nur die Musikschule hat Zuschüsse gekriegt, weil die ihre teure Verwaltung bezahlt hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, aber meine Arbeit hängt nicht von Zuschüssen ab. Ja. Und dann bin ich zu der Musikschulleiterin gegangen und habe ich gesagt, du, Anke, verrat jetzt nicht zu viel, weil nee. das wollen wir ja nächste Woche erzählen, ach so. wie du dann deine 6 Musikschulen in Göttingen gegründet hast, wie du eine eigene Stiftung gegründet hast, wie du sogar einen Verband für Musikschulen auf die Beine gestellt hast. Also das erfahrt ihr alles nächste Woche dann. Nicht zu viel heute erzählen. Aber erzähl doch nochmal, ja, also du erzählst ja dann nächste Woche ein bisschen mehr zu der Musikschule. Also das ist ja auch ein Verein geworden und eben keine GmbH oder kein Unternehmen so wirklich. Und du hattest ja gerade schon gesagt, es geht halt auch auf die Bedürfnisse der Kinder mehr ein, dass man jetzt nicht so hauptsächlich das so macht, wie man es früher gemacht hat. Und mein Kanal ist ja vor allem für neurodivergente Menschen. Also wie gehst du zum Beispiel, du hast doch bestimmt auch schon mal so ADHS-Kinder gehabt und ich meine, du hattest auch erzählt also Christian hat jetzt selber erzählt auch, dass er damals vom Arzt sollte ihm auch irgendwie, der Arzt hatte vorgeschlagen, Ritalin, und du hattest auch irgendwie erzählt dass er auch immer so wibbelig war und unbedingt Sport machen wollte und so, ne? Also erzähl dazu mal ein bisschen. Der Christian war ein Bewegungsmensch und ein Sprechmensch. Sein Sprechwerkzeug ging von morgens bis abends, also wirklich unfassbar. Und obwohl er konnte sich auch sehr in Sachen rein vertiefen. Ja. Also das war manchmal unglaublich, aber wenn er was wollte, dann hat er auch den ganzen Tag geredet. Den ganzen Tag. Ja, bei ADHS-Lern sagt man ja auch so, dass die sich schon sehr gut konzentrieren können, wenn die wirklich Bock drauf haben. Aber, also ich weiß ja, ich wurde nie auf ADHS diagnostiziert, so, aber ich bin ja auch schon so ein bisschen so Zappel-Philipp oder Zappel-Philippine. Ja, genau. Und ich brauche immer Bewegung, ich brauche viel Sport, weil ich einfach sonst nervös werde. Und so war Christian auch. Er brauchte immer Sport und so. Und Sport hat er wahnsinnig gern gemacht. Und Ritalin hat er dann aber nicht bekommen? Nein. Habt ihr euch als Eltern dagegen entschieden, oder? Irgendwie war das überhaupt keine Diskussion, dass er gar nichts kriegt. Aber der Arzt hatte es doch vorgeschlagen, oder? Ich glaube, ja. Ja. Also, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich finde es halt einfach nur so interessant, weil ich mag alleine schon das Wort nicht, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das zeigt ja schon so ein Defizit. Ich finde, das ist kein Defizit, weil ich habe mittlerweile auch schon so viele Unternehmer kennengelernt, die das früher auch diagnostiziert bekommen haben, wo ich mir aber denke, wow, was die daraus gemacht haben. Natürlich, manche Menschen leiden mehr darunter, aber ich finde, Christian ist wirklich ein gutes Beispiel, zu zeigen, dass man solchen Kindern auch den Raum geben muss, wenn sie nervös sind, dass sie dann mal was anderes machen. Oder ich hatte zum Beispiel gestern ein Webinar und habe dabei immer irgendwie noch Brot geschnitten, irgendwas gemacht, weil wenn ich was dann nebenbei tue, kann ich mich viel besser auf das Kognitive konzentrieren. Wenn ich nur im Kognitiven bin, schalte ich irgendwann ab, weil das irgendwie nicht mehr rein will. So. Nur wenn ich gleichzeitig physisch was mache, kommt das auch wirklich da oben an. So. Und das verstehen halt viele Menschen leider nicht. Genau, ja. Also das ist bei Christian ganz klar so. Aber manchmal war er auch die Ruhe selbst, in seltenen Augenblicken. Ja. Er hat zum Beispiel mit 2 Jahren auf dem Hof seiner Großeltern, war er mal verschwunden, war draußen irgendwo. Und dann gucke ich aus dem Küchenfenster. Du hast ja schon so gedacht, irgendwas stimmt da nicht, der ist so ruhig. Da war da ein Riesenkreis gebaut aus lauter Steinen. Dabei ist es eine sandige Gegend. Das ist richtig mühsam, da Steine zusammenzufinden. Und dann hat er die Steine in einen großen Kreis aufgebaut und einen Stein in die Mitte und darauf saß er. Dann habe ich gesagt, Christian, was machst du denn da? Ich habe mir einen Tempel gebaut. Ein Tempel? Habe ich gedacht, woher weiß dieser Junge, was ein Tempel ist? Ich habe ihm das nie erzählt. Wie erzähle ich denn mit 2-Jährigen, was ein Tempel ist? War der 2 Jahre alt? 2. 2 Jahre alt?
einen Tempel gebaut. Also Wahnsinn. Und warum hat er einen Tempel gebaut? Und woher wusste er, was ein Tempel ist? Weißt du nicht. Und da saß er still. Und da saß er einfach und hat gebetet. Hat die göttliche Energie in sich aufgenommen. Wow. Ja. Ich meine, ich finde das faszinierend jetzt bei deiner Enkelin, die Tochter von Christian. Die ist ja auch, wenn sie, Mist, jetzt hat Svea mir gerade noch den Namen von diesem Gerät geschickt, aber ich vergesse das Instrument immer. Hangdrum. Ja, ich glaube, so hieß es. Aber wenn sie das spielt, dann ist sie ja da so in dieser Trance-Welt eigentlich drin. Ich hatte ja einmal jetzt schon mal auch richtig lange ihr zugehört und mich hat das total fasziniert, wie sie da wirklich hineinfällt. Wenn sie da spielt, ist sie weg. Ist sie wirklich in Trance. Ja. Und also ich muss sagen, ich kenne solche Situationen auch, solche Zustände. Ich mache ja Zeichnungen für meine Lieder. Also inzwischen gebe ich den Kindern nur noch Zettel. Ich habe auch eine Flötenschule geschrieben inzwischen. Aber jetzt zur Zeit gebe ich ihnen Zettel, weil die Flötenschule, die ich vor 30 Jahren geschrieben habe, kann ich nicht mehr nehmen für die Kinder von heute. Und da mache ich Zeichnungen drauf. Und wenn ich so eine Zeichnung mache, dann bin ich auch ganz da drin. Ja. Und dass ich ganz da drin bin, das habe ich daran gemerkt, dass ich mal am Tisch saß, da kam Besuch, ein Freund mit dessen Freund, und da habe ich gesagt, ich zeichne gerade, aber ihr könnt euch da hinsetzen. Und plötzlich höre ich den einen sagen, das hört sie jetzt gerade gar nicht. Da hatten die mich Die hatten dich gemeint? Ja, die hatten mich mehrfach angesprochen und ich habe es nicht gehört. Und daran habe ich gemerkt, dass ich auch ganz in diesen Zeichnungen war. Also das, obwohl ich mich abquäle damit. Also ich kann nicht gut zeichnen, aber ich möchte es doch dann einfach machen. Und dann, also da habe ich gemerkt, was es bedeutet, mit der Aufmerksamkeit voll fokussiert zu sein. Ja, normalerweise merkt man es ja nicht, wenn man weg ist sozusagen. Merkt man ja eigentlich nicht. Aber daran, dass die gesagt haben, die hört es jetzt gerade nicht, habe ich es eben doch gemerkt. Da bist du dann aufgewacht, Moment, wer hört das nicht? Ja. Ich? Achso, ihr meint mich? Ja, genau. Ja, genau. Also, ich möchte jetzt noch mal kurz dein Buch vorzeigen, um dann auch euch zu begeistern, dann eben, wie gesagt, in 1,5 Wochen noch mal dazu zu kommen. Hier, da erzählt sie dann euch, wie sie auf das Buch kam und was darin so enthalten ist. Und dazu gibt es sogar noch eine zweite Ausgabe. Und ich finde es sehr lustig, weil die ersten Zeilen, wie das Buch beginnt, ist, auch wenn die beiden Hauptdarsteller in diesem Buch Tim und Tom heißen, habe ich doch direkt herausgehört, dass The Fat Rat auch damit gemeint ist, dass das wahrscheinlich aus seiner Kindheit ist. Und was die ersten Zeilen darin sind, das erfahrt ihr im nächsten Video in 1,5 Wochen. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und schönen Tag. Cadisco Justice hat jetzt auch keine Fragen mehr. Okay. Alle, die jetzt auf Englisch nicht versucht haben zuzuhören, das wird auch dann bei YouTube übersetzt. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss!